Heute sprechen wir darüber, welche Fragen mir hier als deutscher Auswanderer in Polen gerade zur Anfangszeit sehr oft gestellt wurden. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich stelle mich mal einmal ganz kurz vor für die Leute, die mir zum ersten Mal zuschauen. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einigen Jahren von Deutschland nach Polen ausgewandert. Ziel mit dem Kanal ist es, den Menschen das wunderschöne Land Polen etwas näher zu bringen. Und das mache ich auf verschiedene Art und Weise. Mal spreche ich über Unterschiede zwischen Deutschland und Polen, zeige auch manchmal einen Reisebericht hier aus Polen oder so wie jetzt spreche ich mal halt darüber, was mir so am Anfang für Fragen gestellt worden sind von den polnischen Menschen, wo ich hier nach Polen angekommen bin. Falls dich solche Themen interessieren oder du einfach vielleicht auch nur ein bisschen Unterhaltung suchst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Schon mal vielen lieben Dank dafür. Gehen wir jetzt aber auch schon ein bisschen mehr in Richtung Hauptthema und sprechen über die Fragen, die mir so gestellt wurden. Und ich muss zugeben, dass ich bei einigen Fragen wirklich schon stutzig geschaut habe. Bei den anderen Fragen konnte ich das vielleicht auch schon verstehen oder nachvollziehen, warum mir solche Fragen gestellt wurden. Und an dieser Stelle würde ich vielleicht auch die Polen bitten, die von Polen nach Deutschland ausgewandert sind, mir in den Kommentaren zu hinterlassen, welche Fragen ihr sehr oft von den Deutschen gestellt gekriegt habt. So vielleicht 2, 3 Fragen könnt ihr mir mal unten in den Kommentaren hinterlassen. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Vielleicht versteht ihr dann auch den Sinn und Zweck überhaupt allgemein, warum ich den Kanal habe. Denn ich denke, da sieht man auch, dass sehr viele Deutsche Polen nicht kennen, aber umgekehrt genauso, dass sehr viele Polen vielleicht Deutschland auch nicht kennen. Kommen wir jetzt aber auch schon zu den Fragen, die mir hier gestellt wurden. Und eine, die mir hier sehr häufig gestellt wurde, ist: Was für ein Auto fährst du? Die Leute waren danach, nach meiner Antwort, zumindest hatte ich so das Gefühl, auch ein bisschen enttäuscht, als ich denen damals gesagt habe, wo ich nach Polen gekommen bin, hatte ich einen Mazda 3. Mittlerweile fahre ich einen Dacia Duster, also irgendwie nichts Besonderes, nichts super Spezielles. Und ich habe nicht nur einmal die Antwort gekriegt, Kiepski Samochód, was übersetzt sowas heißt wie, ja, wie kann man das jetzt übersetzen? Schlechtes Fahrzeug, minderwertiges Fahrzeug, so in diese Richtung. Auf jeden Fall, dass es keine guten Autos sind, die ich gefahren bin. Ich habe manchmal dann noch die Gegenfrage gestellt, mit was für ein Auto soll ich fahren? Und die haben gesagt, ja, du kommst doch aus Deutschland. Das waren wirklich deren Worte. Du kommst doch aus Deutschland. Ich dachte, du fährst BMW oder Mercedes. Vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Stereotyp, was der Deutsche hat, dass in Deutschland alle Mercedes oder BMW fahren. Man muss sagen, der Deutsche pflegt sehr sein Auto. Und in Polen muss man auch zugeben, werden in Deutschland gerne die Gebrauchtwagen gekauft. Aus dem Grund, weil die Deutschen wirklich, gerade die älteren Deutschen, die älteren Herren, die Autos immer sehr pflegen. Das sind sehr oft Garagenautos. Wahrscheinlich sind die dann davon ausgegangen, dass ich auch Mercedes oder BMW oder ich weiß nicht was fahre. Hier muss ich an dieser Stelle auch sagen, und ich hoffe, ich enttäusche jetzt nicht viele damit, aber ich benutze einfach ein Auto, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Mein Auto steht eigentlich überwiegend nur auf dem Parkplatz. Ich benutze es am meisten, wenn ich in den Urlaub fahre, weil dann habe ich die Strecke von Łódź entweder zur Ostsee oder in die Berge oder wo auch immer ich hier in Polen fahre. Aber sonst überwiegend mein Auto, das steht fast das ganze Jahr. Also deswegen, ich bin wirklich nicht in diesem Punkt typisch deutsch, dass ich jetzt Mercedes, BMW oder ich weiß nicht was für einen Wagen fahren muss. Ein Auto ist für mich wirklich nur ein Nutzgegenstand, nicht mehr und nicht weniger. Eine zweite Frage, die mir sehr häufig gestellt wurde, und ich sage wirklich wortwörtlich, wie sie mir gestellt wurde, ist: Warum ziehst du von etwas Besseren in etwas Schlechteres? Und ich habe mir angewöhnt, dann einfach immer darauf die Gegenfrage sofort zu stellen: Warum soll es hier schlechter sein? Sehr oft kommt dann auch keine Gegenantwort mehr auf meine Frage, aber ich habe trotzdem dann schon
schon von dem einen oder anderen dann auch noch die Aussage gehört, ja, in Deutschland verdient man ja besser. Es ist auch richtig, in Deutschland verdient man besser. Am Ende des Monats hat man mehr Geld über als in Polen jetzt. Das ist auch überhaupt gar kein Geheimnis. Und dementsprechend ist vielleicht auch, wenn es jetzt um das Finanzielle geht, der Lebensstandard in Deutschland höher. Aber ich selber bin jetzt nicht jemand, der wegen dem Finanziellen aus Deutschland ausgewandert ist oder hier in Polen ist wegen dem Finanziellen, obwohl Geld sehr wichtig ist. Aber Geld hat bei meiner Auswanderung wirklich gar keine Rolle gespielt. Ich kann aber diese Frage schon ein bisschen nachvollziehen. Wie gesagt, in Deutschland ist der finanzielle Standard höher. Ich glaube, ich würde mich genauso wundern, wenn jetzt zum Beispiel ein Schweizer nach Deutschland auswandern würde, würde ich, glaube ich, wahrscheinlich eine ähnliche Frage stellen, was der Schweizer in Deutschland möchte, da in der Schweiz ja der Lebensstandard wesentlich höher ist wie in Deutschland. Deswegen kann ich diese Frage schon auf eine Art nachvollziehen. Auf der anderen Seite muss ich da sagen, dass ich persönlich, das ist jetzt aber auch nur meine persönliche Meinung, hier in Polen keinen schlechteren Lebensstil habe wie in Deutschland. Ist aber auch nur meine persönliche Meinung. Das ist das, was ich selber von mir aus so sagen kann. Beim dritten Punkt sind es im Prinzip zwei Fragen, die ich jetzt einfach mal in eine Kategorie packe, da die schon sehr ähnlich sind und ja im Prinzip beide fast das Gleiche bedeuten. Aber mir wurde hier auch sehr oft die Frage gestellt, sag mir, was in Deutschland schlechter ist wie in Polen, beziehungsweise was ist in Polen besser wie in Deutschland. Zu diesem Thema habe ich schon zahlreiche Videos gemacht. Ich packe euch die einfach mal unten in der Videobeschreibung rein, dann könnt ihr euch die gerne mal anschauen. Da spreche ich gerade auch über solche Sachen, was mir hier in Polen zum Beispiel nicht gefällt oder was sich auch Deutschland zum Beispiel aus Polen abschauen könnte oder umgekehrt, was sich Polen aus Deutschland abschauen könnte. In vielen meiner Videos mache ich auch immer so Vergleiche, aber auch da muss man wirklich sagen, ich denke, dass viele Sachen individuell betrachtet werden müssen und sollen, denn das, was für mich zum Beispiel gut oder schlecht ist, muss ja nicht für dich auch gut oder schlecht sein. Da schaut jeder, denke ich, auch ein bisschen individuell auf diese Sachen. Eine vierte Sache, die mir hier sehr oft als Frage gestellt wurde, ist, was arbeitest du hier in Polen, beziehungsweise was wirst du hier in Polen arbeiten? Überraschenderweise muss ich sagen, dass mein ersten Job, den ich hier in Polen angenommen habe, im Prinzip eigentlich keine Position war, wo die deutsche Sprache wirklich Voraussetzung war. Auf meiner ersten Arbeitsstelle war ich Koordinator und Effizienzmanager und mein ganzes Team, wofür ich verantwortlich war, waren natürlich alles Polen und mit denen habe ich kein Deutsch gesprochen, was sich auch eigentlich sehr positiv auf mich selber ausgewirkt hat, da ich in dem Punkt natürlich auch meine polnische Sprache sehr gut lernen konnte, auch verbessert habe und vor allem das polnische Lesen konnte ich dadurch schneller lernen, da ich E-Mails auf Polnisch nur gekriegt habe. Das Schreiben auch, wobei ich sagen muss, dass ich bis heute noch nicht fehlerfrei Polnisch schreibe. Man muss auch zugeben, dass die polnische Grammatik eine sehr schwierige Grammatik ist, gerade für Ausländer, die es nicht in der Schule gelernt haben. Genau, also ich denke, viele wissen, wovon ich spreche. Wovon ich aber auch noch positiv berichten kann, ist, als mich hier die Leute gefragt haben, was ich arbeiten werde und ich ja eigentlich immer so geantwortet habe, dass ich es ja sehr locker angehen lasse. Ich schaue mal, wie der Arbeitsmarkt aussieht, waren sehr viele Leute, die mir sofort Arbeit geben wollten, beziehungsweise mir Arbeit besorgen wollten, weil die da irgendwo in der Firma jemanden kannten, der einen sucht, der Deutsch spricht. Also da muss ich echt sagen, da war die Hilfsbereitschaft der Polen sehr groß, dass ich bloß Arbeit finde und das kann ich hier wirklich an dieser Stelle auch nochmal sehr positiv aussprechen. Kommen wir jetzt zum fünften Punkt und eine weitere Frage, die mich hier das ein oder andere Mal gestellt wurde und das wäre, wo ist das Essen besser?
Und ich finde, das ist eine Frage, die ist so ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ja, Geschmäcker sind ja verschieden. Und ich persönlich kann sagen, dass die polnische Küche mir sehr zusagt. Ich mag zum Beispiel Pierogi mit Kapusta und Grzybami, also Pierogi mit Sauerkraut und Pilze. Genauso liebe ich auch roten Barszcz oder halt diese eingelegten Sachen wie zum Beispiel Kiszone Ogórki. Das sind im Prinzip Sauergurken. Das sind zum Beispiel Sachen, die es so in Deutschland vielleicht nicht gibt oder zumindest nicht so im Alltag zu bekommen sind. Ich zum Beispiel lege auch selber Gurken ein und das sind einfach so diese kleinen Unterschiede, wo ich sage, in diesem Punkt finde ich die polnische Küche besser, liegt vielleicht aber auch daran, da ich das in Deutschland nicht so oft hatte, nicht so gekriegt habe und deswegen es hier so bevorzuge. Wobei ich auch sagen muss, dass ich mir regelmäßig oder in bestimmten Abständen immer mir von meinen Eltern aus Deutschland nach Polen etwas zuschicken lasse. Und eine Sache, die ich zum Beispiel hier in Polen überhaupt nicht kriege, ist Senf von der Marke Löwensenf. Das habe ich hier noch nie gesehen und das ist natürlich eine Sache, die vermisse ich dann auch ein bisschen aus Deutschland, gebe ich dann auch ganz ehrlich zu. Und wenn ich vielleicht jetzt noch mal so nebenbei so einen kleinen Unterschied erwähnen kann zwischen deutschen Kochstil und dem polnischen Kochstil, und da muss ich schon sagen, dass mir das Polnische mehr zusagt, ist, dass in Polen wesentlich mehr selbst gemacht wird, selbst gekocht wird, selbst produziert wird. Ich nenne das jetzt einfach mal so ganz stumpf. In Deutschland hat man zum Beispiel es wesentlich leichter, wenn es um Kochen geht, weil du da zum Beispiel sehr oft diese Fixtüten angeboten kriegst oder Maggi-Tüten. Gibt es hier in Polen auch, nur in ein wesentlich kleineren Sortiment. Und zum Beispiel, als ich hier mal so dem einen oder anderen erzählt habe, dass man in Deutschland geschälte Kartoffeln im Glas kaufen kann, ne? Also vielleicht kennt ihr das, im Glas habt ihr dann geschälte Kartoffeln, die ihr danach im Topf schmeißt. Einige Leute, die haben das wirklich nicht verstanden, warum man Kartoffeln, also konservierte Kartoffeln, im Glas kaufen sollte. Also die waren irgendwie so ein bisschen leicht verwirrt, vielleicht fassungslos, warum man sowas kauft. Und das ist einfach so der Einfachheit gewidmet. Und ja, deswegen sage ich jetzt einfach mal, für mich persönlich sagt mir mehr die polnische Küche zu. Auch wenn ich jetzt das Obst und Gemüse mir anschaue, würde ich dann schon mehr das polnische Obst und Gemüse bevorzugen. Ich denke, in Anführungsstriche, es ist einfach sauberer, es ist weniger behandelt. Hier kannst du noch wirklich zum Bauern gehen, zumindest ist das so meine Erfahrung, und wirklich im Prinzip frisch aus der Erde dein Obst und Gemüse rausholen und das dann kaufen. In Deutschland wird das wahrscheinlich schon irgendwie behandelt sein mit irgendwelchen Pestiziden und so weiter, was auch nicht überall ist, muss man auch ganz klar sagen. Aber in diesem Punkt würde ich vielleicht sagen, dass die polnischen Produkte besser sind. Ist jetzt die polnische Küche gesünder wie die deutsche Küche? Und da muss man auch zugeben, dass in Polen sehr fettig gekocht wird, was wahrscheinlich jetzt auch nicht das Gesündeste ist. Ich habe das schon mal in einem Video erzählt, seitdem ich in Polen bin, habe ich gute 10 Kilo zugenommen. Aber ich denke, wie schon erwähnt, das ist mehr so eine Geschmackssache. Aber ich würde ein bisschen mehr zur polnischen Seite tendieren, wie zur deutschen Seite. Eine weitere Frage, die mir hier auch schon öfters gestellt wurde, gerade von Menschen, die mich zum ersten Mal Polnisch sprechen hören, ist: Woher kommst du überhaupt? Und das liegt wohl wahrscheinlich daran, weil die gesagt haben, also das ist deren eigene Aussage, wenn ich Polnisch spreche, habe ich einen amerikanischen Akzent. Ich kann sowas, denke ich, sehr schwer beurteilen. Ich kann da wirklich keine Stellung dazu nehmen, ob das wirklich so ist, dass ich einen amerikanischen Akzent habe. Ich kann aber schon sagen, wenn ich hier die Deutschen Polnisch sprechen höre, dass mein Polnisch anders ist. Ich würde sagen, auch vielleicht akzentfreier. Ich hatte schon früher Kontakt mit der polnischen Sprache, dass mir diese Sprache, muss ich auch ganz zugeben, nicht komplett fremd ist. Aber ob das jetzt wirklich ein amerikanischer Akzent ist, kann ich jetzt so von meiner Seite nicht beantworten. Kommen wir zum 7. Punkt, und das ist eigentlich mehr eine Aussage mit Fragestellung, aber ich kriege auch sehr oft die Aussage: Ist dir eigentlich bewusst, dass du hier in Polen ein schlechteres Leben haben wirst wie in Deutschland? Da kann ich eigentlich nur noch mal auf den 3. Punkt zurückverweisen, den ich schon gerade erwähnt habe.
Und da muss ich auch ganz klar sagen, jeder gestaltet sein Leben individuell und ja, jeder entscheidet im Prinzip für sich selber, was gut oder schlecht ist. Von meiner Seite kann bis zum heutigen Tag sagen, dass ich hier nicht wesentlich schlechter lebe. Klar gibt es hier auch Sachen, wo ich mich aufrege, was mir hier nicht gefällt. Das ist, denke ich, normal. Es gibt kein Land, was zu 100% perfekt ist oder was zu 100% schlecht ist. Überall gibt es Vor- und Nachteile. Wenn ich das aber jetzt mal mit Deutschland vergleiche, also hier kann ich auch wieder nur aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung sprechen, habe ich in Deutschland wesentlich mehr Momente, wo ich mich aufrege, was mir nicht gefällt, wie hier in Polen. Ich habe immer so ein typisches Beispiel, was ich sehr oft erwähne, wenn ich zum Beispiel hier in Polen auf der Straße Schlaglöcher habe. Ja, die sind hier und die sind auch manchmal nervig, und in Deutschland hatte ich wesentlich weniger Schlaglöcher. Ist das aber zum Beispiel ein Punkt, der mich persönlich nicht wirklich interessiert, wie ich auch schon gesagt habe. Ich fahre weniger Auto, selten einfach. Dann ist das wahrscheinlich auch ein Punkt, ja, wo man sagen kann, es sieht vielleicht nicht schön aus, aber es ist jetzt nicht so störend für mich persönlich zumindest. Das waren jetzt meine Punkte bzw. meine Fragen, die mir oft gestellt wurden. Natürlich gibt es noch wesentlich mehr Fragen, die mir gestellt wurden, aber ich denke, wenn ich jetzt wirklich jede Frage durchgehe, welche ich gekriegt habe, dann könnte ich hier noch bis morgen sitzen und dann würde ich hier gar kein Ende zu diesem Video finden. Deine Meinung zu diesem Thema würde mich aber wirklich sehr interessieren. Haben dich diese Fragen gewundert, die ich gekriegt habe? Und hier auch nochmal die Bitte an die polnischen Zuschauer, die das Video schauen. Wenn ihr mal in Deutschland wart, schreibt mir mal bitte in den Kommentaren, was euch die Deutschen so oft als Frage stellen. Das würde mich mal wirklich sehr interessieren. Ansonsten danke ich dir wirklich vom ganzen Herzen, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!